Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Du bist gerade mit dem Abi fertig oder hast deine mittlere Reife erworben und stellst dir nun die Frage, wie geht's weiter? Wenn die Antwort nicht Medizinstudium, Jura oder Lehramt heißt, könnte eine mögliche Lösung im Beruf des E-Commerce-Kaufmanns bestehen. Du hast noch nie etwas davon gehört? Nicht schlimm, der Kaufmann im E-Commerce ist nämlich erst seit August 2018 ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Es handelt sich dabei um eine duale Ausbildung, also theoretischem Unterricht in der Berufsschule und praktische Schulung in einem Betrieb. 3 Jahre dauert der Spaß und öffnet dir am Ende die Türen für ein wirtschaftliches Feld mit Zukunftsgarantie. Gemeint ist natürlich der Onlinehandel, der mittlerweile deutlich über Amazon und eBay hinausgeht. Das ist dir neu? Dann schau dich gerne mal auf unserem Kanal um. Wir kratzen allmählich an der Marke zum 500. Video und da ist einiges mehr dabei als nur die beiden großen E-Commerce-Riesen. Doch zurück zum Thema. Wir werden euch in den nächsten Tagen in einer kleinen Videoreihe Näheres zum Ausbildungsberuf Kaufmann im E-Commerce erläutern. Das Ganze werden wir im Hinblick auf die Ausbildungsinhalte, die Arbeitsfelder, in der ein ausgebildeter Online-Handelskaufmann tätig sein kann und die Vor- und Nachteile, die der Beruf mit sich bringt, unter die Lupe nehmen. Doch bevor wir zu diesen Themen kommen, schaffen wir erst einmal Grundlagen und fragen uns, was macht ein Kaufmann im E-Commerce? Die primären Tätigkeitsfelder sind in 6 Hauptkategorien gegliedert. Wir schauen uns nun mal an, was der ausgebildete Kaufmann im E-Commerce für Kompetenzen aufweisen muss, um der Stelle gerecht zu werden. Das erste Feld ist der Online-Shop-Aufbau. Die Auswahl des richtigen Sortiments ist eine der wichtigsten Aufgaben des Kaufmanns im E-Commerce. Er muss genau abwägen, welche Produkte bei den Kunden gut ankommen. Dafür muss er die Zielgruppe immer im Blick haben und die neuesten Trends kennen. Beim Aufbau eines Online-Shops müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise, welche Shop-Software man verwenden will. Dabei reicht die Bandbreite von Shopware über JTL-Shop bis hin zu Shopify. Nicht böse sein, wenn wir jetzt jemanden nicht genannt haben, es gibt natürlich noch zig andere gute Optionen. Weitere Fragen, die ein Kaufmann im E-Commerce beantworten können sollte, sind die, wie und wo die Waren gelagert werden sollten und wie der Versand stattfinden sollte. Der Kaufmann im E-Commerce weiß, was es online und offline zu beachten gibt. Das zweite Tätigkeitsfeld besteht im Einpflegen der Produkte. Für den Kaufmann oder die Kauffrau im E-Commerce gehört es auch zu den Aufgaben, neue Produkte in den Online-Shop einzupflegen. Hierfür wird ein neues Produkt angelegt, die erstellten Bilder und Texte hochgeladen und der Preis festgelegt. Drittens, Kennzahlen analysieren. In Online-Shops müssen Werbemaßnahmen angepasst, Bilder ausgetauscht oder Strategien verändert werden. Welche das sind, entscheidet der Kaufmann im E-Commerce anhand seiner Analysen. Dabei kennt er sich gut mit den wichtigsten Kennzahlen im Online-Marketing aus. Sein Ziel: Kaufabbrüche und Retouren minimieren, die technischen Probleme des Shops beheben und entsprechende Lösungen entwickeln. Doch nicht nur IT- und Marketingkenntnisse werden ihm oder ihr abverlangt, sondern auch Grundlagen des Rechnungswesens. Deshalb beinhaltet das vierte Feld das Rechnungen bearbeiten. Für Kaufleute im E-Commerce gehören auch klassische kaufmännische Aufgaben wie die Buchführung zum Arbeitsalltag. Das Erstellen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, das Schreiben von Angeboten oder das Überprüfen der Geschäftskonten sind ebenfalls Teil des Aufgabenspektrums. Doch ein Online-Shop und alles, was mit dranhängt, wird nicht zwingend allein nur durch seine Produkte schwarze Zahlen schreiben. Wer etwas nicht kennt, kann auch nichts kaufen. Deswegen ist Marketing fundamental wichtig. Dementsprechend müssen Marketingmaßnahmen entwickelt werden. Gemeinsam mit dem Online-Marketing erstellen Kaufleute im E-Commerce Werbeanzeigen und platzieren sie dort, wo sie von der Zielgruppe des jeweiligen Shops gesehen und im besten Fall auch geklickt werden. Das letzte Feld ist die Kundenkontaktpflege. Digitale Einkaufskanäle schließen den Kundenkontakt im Job nicht aus. Genau wie im stationären Handel hat ein Kaufmann im E-Commerce Kontakt zu seinen Kunden, nur eben online oder am Telefon. Er berät sie bei Problemen zum Bestellvorgang, der Retournierung oder bei Reklamationen. Nun wisst ihr, was die nötigen Kompetenzen eines E-Commerce-Kaufmanns sind. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie diese Kompetenzen vermittelt werden. Ich hoffe, ihr habt dadurch einen kleinen Einblick in dieses moderne Berufsfeld erhalten können, um grob abwägen zu können, ob dieser Beruf euch zusagen würde. Um die nächsten Folgen nicht zu verpassen, gerne abonnieren. Dafür ein kleines Dankeschön. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.